Liebe Erstsemester, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns an der Universität Duisburg-Essen als Studierende des Bauingenieurwesens. Ich bin Nathalie Stranghöhner, ich bin die Professorin für Metall- und Leichtbau. Metallbau, das ist der Stahlbau. Wir bauen Tragwerke aus Stahl, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Industrietragwerke, Brückenbau, Schleusentore, alles das, was aus Stahl gebaut werden kann. Der Membranbau, das ist Bauen mit textilen Geweben oder mit Folien, wie sie für Überdachungen von Stadien genutzt werden oder für Überdachungen von Eingangsbereichen oder als Werbefolien. Herzlich willkommen, liebe Erstsemester, hier an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin Dominik Jungblut, ich bin akademischer Rat hier am Institut für Metall- und Leichtbau und bin mitverantwortlich für das Stahlbaulabor. In der Lehre werden wir uns immer mal wieder treffen im Laufe eures Studiums. Das geht los im 4. Semester bei Stahlbau 1 und Stahlbau 2, wo die Grundlagen des Stahlbaus quasi gelegt werden. Und solltet ihr jetzt den Masterstudiengang noch vertiefen, dann sehen wir uns auch da an mehreren Stellen wieder, zum Beispiel im Modul Stahlbau 6, wo es dann um Sonderkapitel des Stahlbaus geht, Dinge, die ihr sonst im normalen Bauingenieurstudium so nicht mitbekommen würdet. Mein Name ist Jörg Uhlemann. Ich bin akademischer Rat hier am Institut und bin für den Leichtbau, sprich den Membranbaubereich, mitverantwortlich. Membranen sind sehr dünne, aber hochfeste Bauteile aus beschichteten Textilien oder Folien, mit denen man sehr leichte Tragwerke mit großen Spannweiten realisieren kann, optisch ansprechend und durch ihre große Nachhaltigkeit zukunftsweisend. In der Lehre sind wir im Stahlbau und im Membranbau vertreten, und zwar im Stahlbau in 3 Modulen im Bachelorstudiengang und in 3 Modulen im Masterstudiengang sowie dem Membranbau auch im Masterstudiengang. Die Stahlbaumodule beschäftigen sich in Stahlbau 1 und 2, die für Sie verpflichtend sind, erstmal mit den Grundlagen des Stahlbaus, also ganz simple Nachweise, wie man ein Stahlbauteil nachweisen kann in Stahlbau 1. In Stahlbau 2 werden wir uns dann mit Hallenkonstruktionen beschäftigen, dass ich eine simple, einfache Stahlhalle nachweisen kann. Diese beiden Module sind verpflichtend für alle, da werden Sie also alle durch müssen und durch wollen hoffentlich auch. Im Stahlbau 3 Modul, das ist schon für die, die es dann auch vertiefen wollen, die konstruktiv vertiefen wollen im Stahlbau, da werden wir schon auf spezielle Dinge des Stahlbaus eingehen. Im Masterstudiengang werden wir uns dann mit dem Brückenbau beschäftigen, mit Stahlentragwerken und auch mit der Bruchmechanik, mit Werkstoffwahl zur Vermeidung, dass Stahl nicht auseinanderbricht, und mit unserem Spezialgebiet, den geschraubten Verbindungen. Der Membranbau wird im Masterstudium gelernt. Dort beschäftigen wir uns zunächst mal mit den Materialeigenschaften dieser ganz besonderen Werkstoffe, nämlich der textilen Gewebe und der durchsichtigen Folien. Wir werden dann auch uns mit der Bemessung beschäftigen. Sie werden auch ein Modell bauen können. Sie werden ein Tragwerk bemessen und auslegen müssen, und wir werden dann uns ganz besonders mit diesen außergewöhnlichen Tragwerken beschäftigen, wie sie in der Architektur der Zeit gehypt werden. In der Forschung beschäftigen wir uns sowohl im Stahlbau als auch im Membranbau mit verschiedenen Aktivitäten. Im Stahlbau beschäftigen wir uns mit den geschraubten Verbindungen. Hierfür haben wir den größten ANSI-Prüfstand für mechanische Verbindungsmittel an einer deutschen universitären Forschungseinrichtung. Da können wir das ANSI-Verhalten von den Verbindungen, von den geschraubten Verbindungen im Detail untersuchen. Wir machen Untersuchungen zum Beultragverhalten von Schalentragwerken, die bei Tanks und Silos eingesetzt werden. Wir beschäftigen uns ferner noch mit dem Ermüdungstragverhalten von Stahlkonstruktionen. Und letztendlich, und da sind wir sehr intensiv auch unterwegs, mit der Ausführung von Stahltragwerken. Im Membranbau beschäftigen wir uns insbesondere mit den Materialeigenschaften, also mit den Tragverhalten der unterschiedlichen Materialien unter verschiedenen Einflüssen, Bewitterung, Temperatur, Langzeitverhalten, aber auch mit der Bemessung von Membrankonstruktionen. Dies erfolgt bei uns im Essener Labor für leichte Flächentragwerke, was ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal an einer deutschen universitären Einrichtung ist, in der ausgeprägten Form, wie wir es hier vorliegen haben.
Unsere Forschungsarbeiten fließen direkt in die Lehre ein. Wir sind zusätzlich zu dem, dass wir die Forschungsvorhaben durchführen, einmal für öffentliche Fördermittelgeber, aber auch direkt für die Industrie in der Normungsarbeit sehr aktiv. Das heißt, wir wissen direkt, was in die Normung hineinkommt, weil wir die Normung mitgestalten und mitschreiben. Und das nicht nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene in unseren Spezialgebieten. Am Institut haben wir insgesamt 3 Labore, wo wir verschiedenste Prüfmöglichkeiten haben für Forschungsaktivitäten und für Fragestellungen aus der Industrie. Ein Labor ist das Stahlbaulabor, in dem wir hier gerade stehen, wo wir verschiedene Prüfmaschinen haben. Dann gibt es die große Versuchshalle, die wir gemeinschaftlich mit den Massivbauern und den Geotechnikern nutzen, und es gibt das Essener Labor für leichte Flächentragwerke. Im Stahlbaulabor, wo wir jetzt hier gerade stehen, haben wir Prüfmaschinen, wo wir Kräfte aufbringen können zwischen 10 und 20 Tonnen. Wir haben den ANSI-Prüfstand hier stehen für mechanische Verbindungsmittel. Dieser ANSI-Prüfstand ist der größte ANSI-Prüfstand derzeit an einer deutschen Forschungseinrichtung. Wir können hier Schrauben prüfen mit einem Durchmesser von M6 und M8 ungefähr angefangen, also ganz kleine Schräubchen, bis hinauf zu Durchmessern M64. Das sind dann wirklich sehr große Schrauben, die beispielsweise in der Windenergie eingesetzt werden. In der Versuchshalle, die wir gemeinschaftlich nutzen, haben wir Prüfmaschinen stehen, die Kapazitäten haben bis zu 400 Tonnen. Wir haben hydraulische Prüfmaschinen, die bis zu 160 Tonnen prüfen können, mit einer dynamischen Lastaufbringung, das heißt, wo wir gezielt Ermüdung testen können. Einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte sind die geschraubten Verbindungen. Dazu haben wir, wie bereits gerade erwähnt, hier den ANSI-Prüfstand für mechanische Verbindungsmittel stehen. Mit diesem ANSI-Prüfstand können wir quasi in die geschraubte Verbindung hineinschauen während der Montage. Das heißt, wir können live Kräfte und Beanspruchung in der geschraubten Verbindungen messen und bestimmen. Und das ist ein Hilfsmittel, was nicht vielen zur Verfügung steht und mit dem wir gezielt Fragestellungen und Problemstellungen lösen können. Ihr seht also, wir haben ein breit angelegtes Spektrum an Prüfmöglichkeiten. Bei Spezialfällen, wo die Prüfmöglichkeiten, die wir haben, nicht ausreichend sind oder wir andere Anforderungen haben, kommt es durchaus auch vor, dass wir uns Prüfstände selber konstruieren. Wir haben beispielsweise einen Kriechrahmen entwickelt, mit dem wir Langzeitversuche durchführen können, ohne uns damit eine Prüfmaschine über einen längeren Zeitraum zu blockieren. Viele der Versuche, die wir durchführen, unterstützen wir auch durch finite Elementberechnung, also numerische Berechnungsmethoden, wobei uns auch da die studentischen Hilfskräfte unterstützen, sowohl bei den Berechnungen als auch an den Versuchen direkt an den Maschinen. Wenn ihr Interesse habt, an der Lösung solcher Fragestellungen mitzuarbeiten, dann meldet euch gerne bei uns. Wir suchen immer studentische Hilfskräfte, die uns bei diesen Tätigkeiten unterstützen. Wir sind hier unten jetzt im Membranbaulabor, ein Labor, wo wir spezielle Prüfeinrichtungen haben für die Prüfung von Membranmaterialien, die wir auf Zug belasten können, wo wir einzelne kleine Proben aus den Materialien testen können oder ganze Bauteile testen können, die wir in verschiedene Richtungen belasten können, die wir künstlich bewittern können. All solche Prüfungen machen wir im Rahmen der Forschung und der Industrieforschung und auch zur Prüfung von Materialien für Bauprojekte. Unsere Forschungsergebnisse fließen auch in das Membranbaumodul im Masterstudiengang ein, sodass Sie da hautnah an der Forschung sind. Wenn Sie experimentierfreudig sind, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich an der Forschung und Entwicklung im Membranbau beteiligen, mit einer Bachelor- oder Masterarbeit oder auch als studentische Hilfskraft, ruhig im Bachelorstudiengang schon. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Ihr Studium. Gehen Sie es mit Freude an, haben Sie Spaß daran und ich werde Sie dann am 4. Semester persönlich erleben. Bis dann und eine gute Zeit.